Deutschland wird gerade so richtig von einer Hitzewelle getroffen und es wird heiß. 40 Grad sind vorhergesagt. Und jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause, öffnest die Tür und drin ist es einfach mal genauso heiß. Der Ventilator schiebt nur die warme Luft von einer Ecke in die andere und eine feste Klimaanlage, die kostet 2.000 € plus Montage. Da bist du schnell mal bei 4.000, 5.000 für 2 bis 3 heiße Wochen im Jahr. Irgendwie auch verrückt. Aus diesem Grund greifen viele im Sommer zu mobilen Klimaanlagen. Aber zu welcher ist die Frage? Ich will dich bei deinem Kauf heute unterstützen, weshalb ich, wie letztes Jahr auch schon, mobile Klimaanlagen für dich teste und unsere Ergebnisse dokumentiere, um dich vor einem Fehlkauf zu schützen und dir weiterzuhelfen. Und heute geht es um den Dreamy P-Wind 10 Portable Air Conditioner, also die Dreamy P-Wind 10. Die kostet gerade mal 399 € und man braucht keinen Handwerker und kein festes Rohr in der Wand. Das klingt doch erstmal gut, oder? Aber hält diese günstige Klimaanlage in der Praxis, was sie verspricht? Wir haben ihn ausgiebig getestet und sind dabei auch auf etwas gestoßen, das du unbedingt wissen solltest, bevor du dir den Dreamy P-Wind 10 Air Conditioner zulegst. Wenn du keine neuen Testvideos zu Klimaanlagen, Ventilatoren, Wischroboter oder jede Menge andere Technikgeräte verpassen möchtest, dann klick gerne da unten auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn du alle Tests von uns auf einen Blick haben willst, dann schau doch mal gerne auf unserer Website vorbei, www.smart-home-fox.de. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Aber jetzt geht's erstmal richtig los mit dem Test. Let's go! Okay, fangen wir mal mit dem Auspacken an. Im Karton steckt die Klimaanlage selbst, ein Abluftschlauch, ein Wasserschlauch zum Ablassen des Kondenswassers, eine Fernbedienung, ein Fensterkit mit Adapter, ein Satz Flügelschrauben und das Benutzerhandbuch. Auf den ersten Blick sieht das Teil ja ein bisschen aus wie so ein alter PC von früher, nur in groß. Dreamy hat versucht, das hier so ein bisschen mit so diesem kleinen Design-Element ein bisschen aufzuhübschen. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, dieses Weiß trägt natürlich dazu bei, besonders vor weißen Wänden, dass es im Raum so ein bisschen verschwindet. Das finde ich ganz cool. Ansonsten ist die Verarbeitung ordentlich, kann man nichts sagen. Zum Gewicht, man hat hier so Handgriffe, das Teil wiegt 20 Kilo, ist also kein Leichtgewicht. Das wird aber durch die Rollen ausgeglichen, durch die das Gerät problemlos von Raum zu Raum geschoben werden kann. Die Installation von so einer mobilen Klimaanlage stellt man sich immer so kompliziert vor. Aber hier überrascht der P-Wind 10 von Dreamy wirklich positiv. Wie die meisten mobilen Monoblock-Klimageräte ist der Aufbau schnell gemacht. Circa 5 Minuten brauchst du eigentlich für das Setup und das Auspacken. Schlauchanschluss an den Schlauch, Schlauch ans Gerät dran, Gerät an die Steckdose, Schlauch aus dem Fenster und fertig. Also brauchst hier keine Werkzeuge und keine stundenlange Montage. Aber jetzt kommt der Haken und den musst du auch kennen. Das mitgelieferte Fensterkit ist eher für Schiebefenster geeignet oder es wird auch vielleicht unter den einen oder anderen Rollladen drunter passen, ne? Dass du das so im Rollladen einklemmst. Bei uns hat es nicht so gut geklappt, deswegen haben wir einen Fenstersack installiert und diesen Fenstersack, das dauert dann tatsächlich ein bisschen länger, bis man da diese ganzen Sachen aufgeklebt hat und den musst du tatsächlich hier nachkaufen, zumindest war das bei uns so. Vielleicht hat Dreamy das mittlerweile auch geändert und ist dabei, da müsst ihr mal schauen. Auf jeden Fall 15 bis 20 € kann man da schon nochmal investieren, um einen anständigen Fenstersack zu bekommen. Jetzt werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf das Design. Der P-Wind 10 ist mit 28,5 x 30,5 x 70 cm überraschend kompakt für eine mobile Klimaanlage. Die passt in jede Ecke, ohne den Raum zu dominieren. Aber in der Ecke muss dann natürlich auch ein Fenster sein. Die Rollen, die laufen super flüssig über das Parkett, über Fliesen, über kleine Türschwellen, kein Problem. Nur ganz gelegentlich ein kleiner Ruckler, aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Das Gerät lässt sich also bequem von Zimmer zu Zimmer schieben. Genau das ist ja der Vorteil von so einer kompakten mobilen Klimaanlage. Wobei an dieser Stelle musst du auch wissen, du musst natürlich dann diesen Dichtungssack in verschiedenen Zimmern anbringen oder dieses Brett da für die Fenster eben auch mitnehmen.
Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Thema im Prinzip. Was ist es? Du weißt es. Der Praxistest, der Kühltest. Der P-Wind 10 hat 7000 BTU und ist laut Hersteller für Räume bis zu 25 Quadratmeter ausgelegt. Wir haben ihn in unserem Büro getestet hier und das ist etwas größer als 25 Quadratmeter. Also fairerweise muss ich an dieser Stelle auch sagen, auch ein echt harter Test für die P-Wind 10. Für unseren Test haben wir einen Startwert von 28,5 Grad direkt am Fenster gemessen und etwas weiter hinten im Raum einen Wert von 27,4 Grad. Das Kühlen hat an sich gut funktioniert und war auch spürbar effizient. Allerdings hat die P-Wind 10 im Vergleich zu anderen Monoblockgeräten ziemlich lang für das Runterkühlen gebraucht. Nach 2,5 Stunden haben wir einen Wert von 26,7 Grad direkt am Fenster und einen Wert von 25 Grad hinten im Raum gemessen. Was ich aber klar sagen kann, in einem kleineren Raum geht es natürlich dann auch deutlich schneller. Dafür ist die Kühlleistung auch dann absolut ausreichend. Also vielleicht, was auch immer interessant ist bei diesen Geräten, wie ist es mit dem Luftstrom, ja, wie wird die Luft verteilt? Und ich finde, der Luftstrom ist recht angenehm. Der ist nicht zu kalt, nicht zu direkt, ja. Die Lamellen hier lassen sich horizontal per Hand einstellen und vertikal, da geht es automatisch. Und den Luftstrom, den spürt man noch so circa 3 Meter vor dem Gerät. Die P-Wind, die kann 3 Dinge. Also da wäre natürlich das Kühlen, dann entfeuchten und dann ist da natürlich die Ventilatorfunktion. Also jeweils mit 2 Stufen. Der Ventilatormodus funktioniert gut und ist super effektiv. Ist aber im Vergleich zu einem echten Standalone-Ventilator, will ich es mal nennen, recht laut. Alle 3 Modi gibt es außerdem eine praktische Timer-Funktion. Kommen wir aber jetzt zur Lautstärke. Hier muss ich sagen, dass die P-Wind 10 im Vergleich zu anderen Monoblocks ziemlich laut ist. Im sogenannten Schlafmodus haben wir 59 Dezibel gemessen, im Ventilatorbetrieb ein bisschen mehr, 60 Dezibel und im Kühlmodus kommen wir auf 65 Dezibel. Für Leute, die sich beim Schlafen, die ein bisschen leichter schlafen, die empfindlich auf Geräusche reagieren, das musst du halt wirklich bedenken, bevor du dir so ein Teil holst, ne? Denn wenn du jetzt wegen der Hitze nicht schlafen kannst und dann später nicht schlafen kannst, weil das Teil so laut ist, dann hast du natürlich auch nichts gewonnen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen bei uns in der YouTube-Community oder aber auch in unserem Klimaanlagenberater, mobile Klimaanlagenberater, ist, wie viel Strom verbraucht so eine mobile Klimaanlage eigentlich? Und berechtigterweise, denn ganz so billig ist das nicht. Wir haben hier einen Stromverbrauch von circa 0,8 Kilowattstunden, also gar nicht mal so wenig. Also so zum Beispiel, ja, einmal durchgerechnet, durchschnittlicher Strompreis in Deutschland nehmen wir jetzt mal 35 Cent an pro Kilowattstunde und davon gehen wir dann aus, dass die P-Wind circa 5 Stunden pro Tag läuft und dann kommst du ratzifatzi auf circa 9,80 Euro pro Woche, beziehungsweise 42 Euro im Monat. Das kostet die Kühle. An dieser Stelle ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn du wissen willst, wie ihr eure Stromkosten halbieren, sehr deutlich senken könnt, ja, besonders in den Zeiten, wo ihr tatsächlich den Strom für die mobile Klimaanlage brauchst, dann schau mal hier oben das Video, da besprechen wir ausführlich, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel. Und wenn du dich fragst, was ist denn ein mobiler Klimaanlagenberater, dann schau mal, den Link packe ich dir unten in die Beschreibung. Da kannst du einfach mal ausprobieren. Wir beraten dich da wirklich von Mensch zu Mensch. Und das Beste ist, das ist kostenlos, aber nicht umsonst. Kommen wir zu dem Punkt Bedienung. Die ist super flexibel, entweder direkt hier am Display, beziehungsweise hier links und rechts sind eben diese Knöpfe. Dann hast du hier eine gar nicht mal so kleine Fernbedienung oder du kannst es einfach über die App steuern. Wenn du Alexa oder Google Assistant nutzt, das funktioniert tatsächlich auch. Einfach Gerät einschalten, Temperatur anpassen, alles per Sprachbefehl. Und für ein Gerät in dieser Preisklasse ist das natürlich cool. Das hat nicht jedes mobile Klimaanlagengerät. Ein weiteres Thema ist die Wartung und die ist erfreulicherweise ziemlich simpel. Der Filter lässt sich einfach rausnehmen und unter fließendem Wasser mal durchspülen. Das Kondenswasser lässt sich unten über eine kleine Klappe
ablassen oder oben über einen Ablaufschlauch. Der Hersteller empfiehlt hierzu, das alle 2 Wochen, also bei kontinuierlicher Nutzung alle 2 Wochen mal zu machen. Das klingt jetzt vielleicht viel, geht aber wirklich schnell. Das ist ehrlich keine große Sache. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Was du auf jeden Fall beim Kauf im Hinterkopf behalten musst, du musst ein paar Abstriche machen. Erstens, das mitgelieferte Fensterkit, das passt nicht für jedes Fenster. Plan also nochmal 15 bis 20 Euro für ein anständiges, separates Abdichtungskit für deutsche Fenster ein. Zweitens, die Lautstärke. 65 Dezibel im Kühlmodus ist schon recht laut. Wer mit leichtem Schlaf zu kämpfen hat, soll das auf jeden Fall wissen. Andere Modelle können da durchaus leiser sein. Gerade weil die Dreamy auch eher für ja, kleinere Räume ist, ne? Und du dann mit dem Kopf quasi direkt daneben liegst bzw. sitzt, ist es wichtig mitzudenken. Aber so ist das eben. Ein Tod muss man irgendwie sterben. Entweder der Hitzetod oder hier die Lautstärke tot. Was auch immer. Drittens, wie alle Monoblocks ist er technisch weniger effizient als zum Beispiel eine Split-Anlage und dafür aber deutlich preisgünstiger als eine Split-Klimaanlage. Wenn du tatsächlich eine mobile Split-Klimaanlage schaust, dann schau mal hier, pack ich dir mal ein Beispiel rein und da haben wir auch ein ausführliches Video dazu. Aber was kriegst du mit der Dreamy P-Wind 10? Auf jeden Fall ein relativ schickes, gut verarbeitetes Gerät. Es macht, was es soll, nämlich kühlen. Die Einrichtung ist super schnell, 5 Minuten ist das Ganze erledigt. Der lässt sich bequem durch die Räume rollen und verstauen geht dann eben dementsprechend auch recht gut. Und das Beste daran ist eben 399 Euro UVP, ja. Dafür kriegst du die Dreamy P-Wind und tatsächlich, schau mal, wir packen dir immer die aktuellen Angebote und Rabatte unten in die Beschreibung rein. Da kannst du einfach mal den Preis, den aktuellen abchecken. Für diese 399 Euro bekommst du auf jeden Fall Kühlung, Entfeuchtung und Ventilator und das Ganze mit einer Smart Home Steuerung in einem. Ja, da man so eine mobile Klimaanlage ja auch eigentlich nur ein paar Wochen im Jahr benutzt und dann den Rest vom Jahr praktisch gar nicht mehr braucht, ist die P-Wind 10 mit ihrer kompakten Größe, einfacher Installation, günstigen Preis und Mobilität eine vielleicht gute Option. Also für wen lohnt sich jetzt dieses Gerät? Ich würde sagen, für alle, die eine kleine bis mittelgroße Wohnung haben, nur für die 2 bis 3 echten Hitzewochen im Sommer eine Lösung suchen, den Rest vom Jahr kein riesiges Gerät herumstehen haben wollen, nicht extrem viel Geld für eine Splitanlage ausgeben möchten und auf schnellen Aufbau und einfache Wartung sowie Mobilität setzen. Für große Räume oder Menschen, die eine Klimaanlage suchen, die sie während dem Schlafen laufen lassen können, würde ich eher eine andere Anlage empfehlen. Und wenn du noch auf der Suche bist, mach einfach mal unseren Klimaanlagenberater, der ist da unten in der Beschreibung. Oder schau dir hier unser Video zu den besten also mobilen Klimaanlagen an. Oder das Video hier, da erklären wir euch ausführlich die Vorteile von einer mobilen Split-Klimaanlage gegenüber einer Monoblock-Anlage. Da gibt es auch super viele Tipps. Und das war's jetzt mit unserem Test. Den Link zur Dreamy P-Wind 10 findest du wie immer unten in der Beschreibung. Und falls du noch Fragen hast oder unsicher bist, dann schreib's gerne in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten, was wir da finden, trotz Hitze. Und wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und unseren Kanal abonniert. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich hänge jetzt mal hier meinen Schlauch aus dem Fenster und schalte die Klima ein. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Peace.